Schöne Anlage, aber hier kommt nichts ran. Diese Leitung, was da rausgeht, zeige ich euch gleich. Das läuft in den Kanal direkt und das läuft in die Hebeanlage rein. Das sieht ja ziemlich neu aus, also gut gepflegt, kann man so sagen. Letzte Wartung war am 20. Ja. Also hier funktioniert alles. Habe ich schon mal getestet und der letzte Wartung war auch da, nicht von uns. Also das läuft auf jeden Fall. Das Problem ist in diese Leitung. Und diese Leitung ist ewig lang und das werden wir mal gleich sehen. Wir sind dann im Untergeschoss vom Gebäude. So, fast mein Ziel erreicht. So, und das wird jetzt mein Arbeitsplatz sein. Von dann immer Strom. Das Hauptproblem, was hier ist, so, das ist Hebeanlageleitung, das ist Kanal, geht direkt in den Kanal. Das ist unsere Bodengully, was ich euch gezeigt habe. Also hier direkt ist unsere Hebeanlage. Das ist erstens. Zweitens, diese Rohr ist ziemlich voll. Diese ist leer. Und das hat keine einzige Revisionsöffnung in die 125er Leitung. Da steht der 125, der 125. Das einzige ist nur hier. Jetzt ist die Frage, ob ich da jetzt mal aufmache und von da reinfahre oder ich mache eins von die Rohre auseinander, weil die sind leer und wir haben hier Putzöffnungen. Das ist übrigens alles Toiletten. Das ist der Fallleitung von oben. Das ist Untergeschoss-Toiletten. Das sind Waschbecken und nochmal Toiletten. Ganze Toiletten im Untergeschoss funktionieren nicht. Hier leer, aber das, was hier reingeht, weil das ist Fallleitung, das kommt in den Kanal. Aber alles, was hier reingeht, geht nicht. Und das zweite Problem ist, das ist hier hinten. Was der Hausmeister hat gesagt, von da, dieses Rohr, von da ist der Raum da, wo die mit ganzen Lehm und was weiß ich arbeiten. Und das wird hier reingespült. Hebeanlage, Kanal. Gut. Sehr, sehr lange interessante Baustelle wird es heute. Oder auch nicht lange. Aber ich denke, zuerst mache ich hier mal auf und schaue mit der Kamera, wie das da aussieht. Ob ich da jetzt überhaupt, ich komme schon zwar mit 22er hier rein, mit dem kleineren Werkzeug, und ob ich da jetzt dieses Stück mal bearbeiten kann, nach vorne, und dann dementsprechend müssen die das ja ausfressen oder erneuern. Aber mit Gefälle wird es hier nicht funktionieren, glaube ich, sonst müssen die hier weiter aufstellen. Also, dann holen wir unsere Richard. Das ist ja Technik.
Den müssen wir hier machen. So, und dann läuft es so entlang und kommt in Eimer. Auch undicht. Naja. Dann legen wir los. So, was ich ungern mache, sind solche V-Verbinde auseinanderbauen. Dann kriegst du sie nicht mehr dicht. Vor allem wenn sie alten. So. Ja. Sieht schon mal dreckig aus, hä? Sieht das schon mal voll dreckig aus, ja. Schauen wir mal, was mich alles erwartet. Ich glaube, der ist ja komplett voll. Und ob ich da jetzt einmal mit Spirale durchfahren kann, diese 20, 30 Meter, und ob das sauber wird, also zumindest eine Verstopfung lassen. Und dann muss man mal schauen. Das Problem ist, dass alles unter Ebene, glaube ich, 2 und da zu dieser Hebeanlage kommst du gar nicht. Mit meinem HD-Spüler zum Beispiel, da brauchen wir unseren mobilen Spüler und dann wird es funktionieren. Aber zuerst werden wir diese Leitung kontrollieren. So, schauen wir mal rein. Sieht ja aber nicht so aus, dass das komplett voll ist. Kommt zwar leicht durch, es ist einfach alles dreckig, alles schwarz. Weil das Problem ist, ich bin jetzt ohne Modul. Und nicht, dass das jetzt verstopft ist kurz vor Hebeanlage. Ah, da. 11 Meter, 12 Meter. Dabei 12 Meter fast. Und nicht weiter. Keine weitere Sicht. Also. Ab hier. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Also, in dem Bereich geht ja nichts mehr. Also ich vergesse immer, dass diese Rohr ist andere. Aber hier ist voll. Das heißt, nehmen wir 5er Korb rein. Dann fahre ich hier mit einem Bohrkopf rein. Meine 12 Meter. 3, 4 Spiralen vorsichtshalber. Und dann lasse ich gleichzeitig mal irgendwo mal hier Wasser laufen in diese Leitung. Und zwischendurch Kontrolle bei Hebeanlage. Oder ich ziehe mal Schlauch von da vorne und dann schauen wir mal. So. Bis ich da hoch und runter gegangen bin, ist schon ganze Kraft ausgegangen. Das ist schlecht. Der passt schon mal nicht mal rein.
Es wird ja ganz schlecht, wenn ich noch die Leitung auseinandernehmen muss. Heute noch. Heute ist schon los. Muss ich einsetzen. Und dann kommt noch das dazu. Ja. Okay. Legen wir los. Wasserschlauch habe ich auch schon mal da. Der reicht mir ganz knapp rein. Den muss ich jetzt mal befestigen und dann gleichzeitig Wasser laufen lassen. So, davor war ich bei Hebeanlage und mein Wasser kommt nicht an. Und jetzt müsste ich ungefähr in dem Bereich sein. Jetzt ist der Hausmeister gekommen. Der wird jetzt mal 2-3 Mal Toilette noch zusätzlich spülen. Wasser läuft. Und ja. Und ich habe schon mal einen Widerstand. Einen richtigen. Und ich glaube, jetzt mit der nächsten Spirale sollte schon mal meine Leitung so weit sein. Oh je, es hört sich schlecht an. Das Rohr ist noch voll. Es blubbert schon hier in dem Bereich, weil der hat gerade gespült. Die Spirale geht auch richtig schwer. Wie gesagt, ich muss schon mal da an meine Verstopfung sein. Jetzt haben wir sehr starken Widerstand. Ah, kannst du mal schauen, wo ich bin, da vorne? Da vorne, na, bei dem Eck. Und? Da habe ich sehr starken Widerstand und da komme ich noch nicht durch. Jetzt bin ich durchgekommen. Schauen wir mal zur Hebeanlage schnell, ob das jetzt Wasser ankommt oder nicht. Kann nicht sein, dass die noch nicht läuft. Mal Testfunktion. Beide laufen. Aber es hört sich hier in dem Bereich gar nicht gut. Irgendwie kommt keine Wasser an. 2 Toiletten laufen nicht ab. Die 2 laufen noch nicht ab. Ich fahre noch weiter rein. Schaust, ob hier noch mal überhaupt Wasser ankommt oder nicht. Weil bei mir läuft ja die ganze Zeit Wasser jetzt. Und ich bin durch großen Widerstand durchgekommen schon.
sollte irgendwo mal schon mal Wasser ankommen. Ich fahre ein Stück rein, ne? Ja. Alter, ohne Schwitzen gibt es hier nichts. Und ohne Kaffee gibt es keine Kaffeemaschine. Das Schlimme wird jetzt, wenn ich habe schon mal Beschämung hinten. Ja. Ja. Das ist scheiße. Oh. Na. Der muss ja doch nachgeben, oder? Kann doch nicht wahr sein. Jetzt, ha? Brauche ich noch eine Spirale oder was? Machen wir die Arbeitung. Jetzt hört sich, glaube ich, Hebeanlage an. Ist gerade gepumpt oder was? Schauen wir mal, ob ich überhaupt hier Empfang habe. Dann rufen wir mal den Hausmeister an, weil der steht gerade bei Hebeanlage. Wie schaut's aus? Kommt es was an? Okay, gar nicht. Das ist schlecht. Okay, ich hole noch weitere Spirale. Alles klar, ciao. Und ich habe mich gefreut schon zu früh, dass das abfließt schon. Aber sehr starke Widerstand habe ich schon mal gehabt. Dann, es geht ja weiterer Kampf. Jetzt ist mal soweit. Machen wir sauber erstmal ein bisschen. Hier kommt kein Rückstau. Und die Hebeanlage hat sie gerade eingeschaltet. Dieser eine letzte Bogen, was hier nach unten geht, war komplett dicht. Jetzt schauen wir mal zu die Hebeanlage überhaupt, ob das wirklich funktioniert, weil ich habe sie gehört jetzt, wie sie zweimal sich eingeschaltet hat. Oh. Jetzt hört man das gute Geräusch, wie das Wasser rauscht. Und hier alles richtig schwarz. Das ist schon länger gestanden. Und hier sieht man, wie der Pegel steigt. Und dann schaltet sich die Anlage ein. Jetzt läuft bei mir noch der Schlauch. Wasser vom Schlauch und der Hausmeister, der spielt jetzt gerade mal ein paar Mal Toiletten noch. Oh. Das ist so eine richtige Zeug. Na, jetzt hat er ausgeschaltet oder was? Der hat jetzt meinen Schlauch ausgeschaltet.
Jetzt schauen wir mal, bei wie viel schaltet sich sie überhaupt ein. Jetzt ist der Zulauf. Genau, der Zulauf ist der da. Ist voll, glaube ich. Und da in dem Bereich pumpt sie hier über die Schlaufe nach unten und da in Abwasser. Und dann da vorne durch. Jetzt sind wir schon fast bei 150. Und ich weiß nicht, auf wie viel ist sie eingestellt jetzt. Aber der sollte schon mal ziemlich bald starten. Der Schwimmer geht schon langsam nach oben. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Und wer macht hier mal Wartung? Aha, okay. Der letzte war am 8. und 25. Wunderbar. Wunderbar. Habe jetzt geschafft. Für Montag war das eine sehr große Baustelle. Aber heute ist Katastrophe. Jetzt Nachmittag schon 1 und ich habe noch 3 oder 4 Einsätze. Und jetzt muss man die Spiralen rausfahren und dann dementsprechend halt kontrollieren. Schauen wir mal die Leitung mit der Kamera gleich an. Das lasse ich mir eingehen. Jetzt ist keine Überschwemmung. Und sauber brauchen wir hier auch nicht machen. Da ist ja schon eine Bonde, der hat alles eingesaugt. Hier läuft jetzt volle Pulle Wasser. Hausmeister spült Toiletten. Ich räume jetzt meine 3 Korbspiralen raus. Und dann schauen wir mal. Aber ich glaube, diese Leitung ist noch Katastrophe. So. Schauen wir mal, ob ich überhaupt die Anlage erreichen kann oder nicht. Na, das ist schon mal ein ganz anderes Ergebnis. Wir sehen schon ein ganzes Rohr. Natürlich alles rau. Das ist schauen wir mal, was da bei 12 Meter war. Hier sieht man sehr starke Verengung. Okay. Hier war der Rohr komplett voll. Das ist jetzt 14 Meter. Stehen wir bei dem Bogen. Ja. Hier sieht man auch sehr starke Verengung. Das ist so kurz vor Absturz. Ja, das ist jetzt diese Abzweig bei Hebeanlage. Perfekt. Kommst gar nicht rein? Doch, bin bei 17 Meter. So, bei 17 Meter haben wir den letzten Anschluss bei Hebeanlage. Jetzt ist mal soweit. Habe geschafft.